Hallo, ich bin Jan von Rennrad News. Und ich bin Hannes von MTB News. Und wir testen das Propane Terral CF für euch. Das heißt eigentlich nicht das Propane Terral CF, sondern die Propane Terral CF, denn das gibt es als Competition Gravel Bike. Und als Mountainbike-Variante, denn Propane kommt ja ursprünglich aus dem Mountainbike-Bereich. Und ob das funktioniert, kann ein Gravel-Bike beides, das klären wir in diesem Test. Das Propane Terral CF ist das erste Gravelbike von Propane. Propane ist in erster Linie aus dem Mountainbike-Bereich bekannt. Die Mountainbiker kennen die ganzen Bikes, Tai, Eugene und wie sie alle heißen. Das ist jetzt, wie gesagt, das erste Gravelbike. Wir sind das schon mal gefahren in Kalifornien. Wir verlinken euch in der Videobeschreibung auch das Video und den ersten Test dazu. Und wir haben uns gedacht, wir testen das Ganze nochmal, denn Propane verspricht nicht nur, dass das Bike super mit Bikepacking-Material ausgestattet werden kann, sondern auch, dass es einerseits Gravel Race kann und auf dem Trail zu Hause sein soll. Und deswegen werden wir beide antreten und das Rad sowohl auf dem Trail als auch auf der Straße testen. Jan, du hast die Räder jetzt bekommen. Erzähl mal ein bisschen was zu Propane und der Ausstattung. Ja, Propane gibt es im Direktvertrieb. Vor ein paar Tagen sind die Räder in der Redaktion angekommen. Ja, und das war der beste Karton, den ich je bekommen habe von einem Bike aus dem Direktvertrieb. Alles war richtig sauber verpackt, das Schaltwerk war abmontiert, richtig gut gemacht. Und weil es im Direktvertrieb ist, gibt es die auch, also ist der Einstiegspreis sehr niedrig. 2.599 € ist der Einstiegspreis für das Rad mit dem Carbonrahmen. Und der Carbonrahmen ist wirklich gut gemacht. Er hat sogar ein integriertes Staufach, was richtig gut gemacht ist. Sehr klappersicher, passt richtig viel rein. Weste habe ich drin, Pumpe habe ich drin, Schlauch habe ich drin, Pannenset habe ich drin, passt richtig viel rein. Außerdem ist der Rahmen super vielseitig, Reifenfreiheit 50 mm, also zeitgemäß. Und freigegeben bis ASTM 2, das heißt, ihr könnt auch kleine Sprünge damit machen, so 15 cm ganz offiziell. Und dann hat er noch viele gute Verarbeitungsdetails und wiegt auch nicht viel. Also das ist schon mal eine richtig gute Basis, eben für zwei verschiedene Räder. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche zwei verschiedenen Räder wir haben. Und dann fange ich direkt mit meinem Bike an. Das ist die Competition-Ausführung mit SRAM Force Access Explore und Terra Speed Reifen und einem Carbonlenker und Carbon-Sattelstütze. Und die ist richtig auf Speed ausgelegt und kostet 4.169 € in der Konfiguration, wie ich sie hier habe. Carbonlaufräder auch dran, Newman G34, übrigens sehr gute Wahl, finde ich. Wir kommen aus dem Mountainbike-Bereich und deswegen gibt es hier natürlich die Variante für die Trail-Geschichte. Und genauso heißt auch diese Propane Terral-Variante Trail-Ausführung, kostet ungefähr 5.000 € und bietet aber auch sehr Mountainbike-spezifische Anbauteile. Beispielsweise die RockShox-Federgabel für Gravel, die Rudy. Dann gibt es noch eine Vario-Stütze, die kennen wir auch schon, haben wir euch auch vorgestellt, verlinken wir euch auch nochmal gerne, haben wir schon getestet. Und insgesamt kommt das ganze Rad ein bisschen traillastiger und auch mountainbikiger daher. Es gibt eine Transmission-Schaltung, die XO ist hier verbaut in der Mallet-Variante für Gravel-Bikes. Dann gibt es DT G1800 Laufräder. Es gibt ein bisschen breitere Reifen noch als bei der Competition-Ausstattung. Und wir haben es hier also mit einem wirklich abfahrtsbereiten Rad zu tun. Wenn euch jetzt die Competition-Variante zu racy ist und die Trail-Variante zu mountainbikig, dann könnt ihr wie bei Propane üblich natürlich das Ganze eigentlich von Kopf bis Fuß konfigurieren. Das heißt, ihr könnt von Vario-Stütze bis zur Lenkerbreite alles Mögliche da dran bauen. Es sind auch verschiedene Schaltungen und alles Mögliche dabei. Reifen, Laufräder gibt es von Carbon bis Aluminium, alles Mögliche. Und das könnt ihr auf der Homepage machen. Und dann gibt es noch eine Bikepacking-Variante. Dafür bietet der Rahmen alle möglichen Ösen. Der gleiche Rahmen, den wir gefahren sind, und den könnt ihr schon vorkonfiguriert fürs Bikepacking bestellen. Und dann passen richtig viele Taschen dran. Heißt Adventure-Variante und gibt es auch in einer sehr spannenden Ausführung. So, Sitzpositionscheck. Das ist ein Rad in Größe M und ich bin 1,80 groß, wiege 75 Kilo und das war für mich der Perfect Fit. Ich würde jetzt keine andere Größe nehmen. Und außerdem, falls es nicht passt, ihr könnt die Vorbauten im System von Propane frei konfigurieren. Gibt es verschiedene Längen. Genauso die Lenkerbreiten. Bei dem Rad ist es so, dass ich mit 1,93 das Rad in Größe L fahre. Das hat in Kalifornien beim ersten Test tatsächlich auch schon sehr gut geklappt, obwohl ich normalerweise ein XL-Fahrer bin. So ist es jetzt das L-Rad geworden und ich glaube, das ist bisher auch ein ganz guter Fit. Und auch hier, was Jan gesagt hat, die Vorbauten kann man in der Länge natürlich konfigurieren und das Rad so entsprechend auch auf sich anpassen. Und so sind wir mal gespannt, wie der Test verläuft. Fahren wir los. Los geht's.
Da sind wir wieder und Hannes, wir sind jetzt wie lange gefahren? 3 Monate, 4 Monate würde ich sagen. Wir haben jetzt Dezember, es ist kalt und nass und wir haben die Räder aber tatsächlich bis vor kurzem bewegt. Ja, bei allen möglichen Bedingungen. Also wir sind im Trockenen im Ersteindruck gefahren. Wir sind ja im Sea Otter, bin ich auch ganz kurz im Ersteindruck gefahren, wo es richtig, richtig staubig war. Jetzt ist es absolut glitschig und nass. Wir sind jetzt gerade in Wuppertal, Bergisches Land, Teutoburger Wald. Das waren so die Haupteinsatzgebiete. Es ist immer sehr schmierig, sehr glatt und ja, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten erfahren. Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen ins Detail. Wir fangen mal mit der Sitzposition an und ich fange mal mit meinem Rad an. Das ist ja also die Competition-Ausführung, habe ich ja schon erwähnt. Und da ist die Sitzposition für mich in dieser Größe, in dieser Rahmengröße so ziemlich aufrecht für ein Competition-Rad. Und die Überhöhung zum Lenker ist ungefähr 6,5 cm zu diesem oberen Teil vom Lenker. Das ist ja dieser Propane-Lenker mit dem Rise im Oberlenker. Also 6,5 cm zwischen Sattel und Lenker in dieser Sitzhöhe. Und für mich ist es eine ziemlich aufrechte Sitzposition. Also richtig schön, wenn ihr eher gemütlich fahren wollt oder auch Trails fahren wollt, wo wir ja gleich noch zu kommen. Bei der Trail-Variante, die ich gefahren bin, äußert sich das ein bisschen anders, weil ich genau zwischen Größe L und XL stehe. Und deswegen ist das Rad für mich eher relativ kompakt gewesen. Aber es ist gar nicht so verkehrt, weil ich bin das Rad auch in erster Linie wirklich auf Schotter und Trails gefahren. Und natürlich kann mit der Variostütze einiges variieren. Der kurze Vorbau sorgt auf jeden Fall dafür, dass das Rad insgesamt eher ein bisschen kompakt, also man sitzt relativ kompakt drauf. Die XL-Variante konnten wir bis jetzt noch nicht fahren, aber in der L-Variante ist es auf jeden Fall so, dass es eher eine kompakte Sitzposition ist. Ja, und inzwischen hat es angefangen zu regnen. Wir haben echt kein Wetter gescheut. Ich bin vor 2 Tagen noch mit dem Rad gefahren, auch bei so einem Wetter. Und habe deswegen auch die Reifen gewechselt, denn da waren vorher Terra Speed Reifen drauf, die richtig schnell rollen. Und damit bin ich auch schon beim Fahreindruck auf der Straße. Wie fährt das Rad auf der Straße? Ja, eben mit diesen Terra Speed Reifen. Ziemlich schnell, die rollen ziemlich gut und entsprechend schnell fährt auch das Rad. Es hat ja auch mein Rad hatte leichte Newman Carbonlaufräder dran, G30, und die könnt ihr eben auch specken und damit ist das auf der Straße schnell unterwegs. Und interessanterweise, so wie die Bremshebel hier angestellt sind, hat das Cockpit noch eine Breite von 41 cm und das ist immerhin schmal genug, um auf der Straße auch schnell zu sein, wenn man diese belgische Position einnimmt mit den Oberarmen auf dem Oberlenker und rechtwinkligen Armen. Und damit fühle ich mich echt ganz gut aufgehoben noch auf der Straße. Also ich würde sagen, wenn man den Vorbau noch einen Zentimeter länger wählt, die 2 cm Spacer hier noch rausmacht und den Lenker noch ein bisschen schmaler macht, dann kann man damit auch auf Gravel Trails und auf der Straße, also auf ganz einfachen Gravel Trails, wenn man richtig schnell fahren will, richtig schnell fahren. Also man kann das schon stark Richtung Race trimmen. Ja, ich habe die Terra Trail drauf, die habe ich auch nicht gewechselt in der ganzen Zeit und die sind ehrlicherweise auf der Straße nicht 100% perfekt aufgehoben. Man merkt doch einen stärkeren Rollwiderstand, gerade zum Beispiel im Vergleich mit Schwalbe G1 R oder G1 RS. Die sind auf jeden Fall, finde ich, eine ganze Ecke schneller auf der Straße. Aber vielleicht kriegen wir da jetzt direkt den Cut zum Thema Gravel und Trail hin, denn dort fängt der Terra Trail an, richtig gut zu sein. Dort fühlt es sich auf jeden Fall zu Hause, also auf Gravel da würde ich ihn tatsächlich auch am ehesten sehen. Auch im Trailbereich funktioniert der Reifen sehr gut, ist sehr griffig, ist auch gerade, wenn man mal irgendwie enge Kurven reinschneidet oder so, ist die Seitenwand da völlig ausreichend, gerade auch wenn man mit etwas niedrigerem Druck unterwegs ist. Hat mir gut gefallen, trotzdem muss ich sagen, ich bleibe eher G1-Fan im Vergleich. Jan, wie war es bei dir? Ja. Im Trail und im Gravel-Bereich? Ja. Machen wir direkt weiter mit dem Kiesweg, ne, sag ich mal sozusagen. Das ist ja ein schneller Trail oder ein einfacher Trail, eine Waldautobahn, schön gekiest, schön fest. Da fand ich das Rad quasi perfekt. Sogar auch in dieser Auslegung, auch dann gerade für längere Touren auf solchen Strecken, weil erstens rollt es gut, also das habe ich ja schon gesagt, es rollt eigentlich dann fast genauso gut wie auf der Straße. Die Sitzposition passt auch zu längeren Touren, so ab Werk, wie sie hier bei mir war. Und das Rad rollt auch gut geradeaus. Kettenstreben sind relativ lang, 435 mm. Und insgesamt hat es einen recht langen Radstand. Das ist auch, rollt gut geradeaus und das passt gut zum Toureneinsatz. Was ich nicht so toll fand, ist so ein bisschen der Komfort, den man dann eben auf dem Schotterweg auch merkt. Das wirkt am Sattel härter als einige andere Gravelbikes, die ich so kenne, die in dieser Disziplin, sagen wir mal, den Maßstab setzen. Da ordnet sich ein bisschen tiefer ein. Kann ich so bestätigen. Es gibt auf jeden Fall noch etwas komfortablere Räder, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, gerade im
Ich komme aus dem MTB-Einsatz, da scheppert es teilweise richtig. Deswegen ist bei mir tatsächlich der Komfortgedanke, gerade wenn es ins Gelände geht, nicht vordergründig super relevant für mich. Was den Fahreindruck auf dem Trail angeht von diesem Rad, muss ich wirklich sagen, gerade in Größe L, ich bin immer noch richtig begeistert. Es macht wahnsinnig viel Spaß, gerade wenn es ein bisschen mehr zur Sache geht. Ich bin damit unsere ganz normalen House-Trails gefahren vor 2-3 Tagen. Es ist natürlich super schmierig gewesen. Das war ein durchaus ernstzunehmender Faktor bei der Sache, dass man nicht ganz Vollgas fährt. Aber insgesamt muss ich sagen, macht das Ding wirklich wahnsinnig viel Spaß. Gerade weil es eben in Größe L ist, weil es gerade bis zu meiner Körpergröße für Größe L noch passt, ist es für mich ein super kompaktes, spritziges Rad, mit dem man sehr schnell raus beschleunigen kann auf dem Trail, mit dem man auch kleine Bunnyhops macht, mit dem man wirklich im Unterlenker tatsächlich super straff, stabil auch mal bergunter fahren kann. Man hat sehr viel Kontrolle am Lenker, hat mir gut gefallen. Flair passt für mich tatsächlich auch besser als bei meinem persönlichen Gravelrad. Hast du das Rad im Unterlenker dann auch im Unterlenker auf dem Trail? Das kommt tatsächlich auf dem Trail an. Also wenn es steiler wird, ja, weil da habe ich tatsächlich das Problem und da kommen wir so ein bisschen zu den Bremsen. Ich wiege einfach 100 Kilo und da merke ich, wenn ich oben drauf fahre, kriege ich nicht die Bremspower drauf, die ich eigentlich brauche. Und deswegen mag ich lieber mit dem Zeigefinger wirklich die Bremse einzusetzen. Und deswegen fahre ich tatsächlich dann im Unterlenker. Ist auch deswegen gar nicht so ein Problem wie bei anderen Gravelbikes, weil ich halt die Variostütze habe. Und mit der Variostütze lässt sich das so absenken, dass ich eben nicht komplett vorn überfahre, sondern ein bisschen mehr im Rad sitze und dadurch einfach mehr Spaß auf dem Trail habe. Ganz letzter Zusatz dazu. Ich bin es sogar im Manual schon gefahren. Also ich kriege weniger Gravelbikes in Manual rein. Auch die Variostütze da wieder ein großer Pluspunkt. Aber Manual und Wheelie funktioniert tatsächlich, wenn man mal auf so Spielereien steht, tatsächlich mit dem Rad erstaunlich gut. Ja, so fährt sich das Ding auf dem Trail. Ja, also das Rad bin ich auch auf dem Trail gefahren. Ich bin ja kein Mountainbiker, ich komme eher von der Straße, fahre aber auch schon mal gerne so einen einfachen Single-Trail runter. Und ja, das hat mir von den Gravelbikes, die ich so in letzter Zeit gefahren bin, da waren einige Race-Gravelbikes dabei, aber auch zum Beispiel den Giant Revolt, ziemlich gut gefallen. Also ich würde es da sogar so unter den Top 3 einordnen, was so meine Trail-Erfahrung eingeht. Es ist wendig, es gibt trotzdem viel Sicherheit, weil ich für meine Verhältnisse eben relativ aufrecht sitze. Ich greife trotzdem auf dem Trail an die Hoods, damit ich eben noch ein bisschen aufrechter sitze. Also ich mag das überhaupt nicht, dann in den Drops auf dem Trail zu hängen. Dann greife ich an die Hoods und dann ist dann eben diese doch immer noch relativ große Lenkerbreite im Verglichen jetzt mit einem Race Gravelbike zum Beispiel doch noch ein Vorteil. Ja, und insgesamt vermittelt es ziemlich viel Sicherheit auf dem Trail. Bremsen bin ich auch sehr zufrieden mit. 160 mm Scheiben reichen jetzt für mein Körpergewicht von 75 Kilo völlig aus. Und hinten ist auch eine 160 mm Scheibe drauf. Das reicht vollkommen. Also ich fand es auf dem Trail eins der besten Gravelbikes, die ich so in letzter Zeit gefahren bin, und hat mir ordentlich Spaß gemacht. Natürlich geht es nicht immer nur bergab, sondern auch wieder bergauf. Und da muss ich sagen, hat das Rad in dieser Konfiguration für mich noch einen kleinen Haken. Und zwar ist das die Übersetzung. Das ist eine Force Access Explorer, also mit einem 40er Kettenblatt vorne und 1044 hinten. Und ich hätte es mir manchmal noch ein bisschen leichter gewünscht in der Hinsicht. Schaltung ansonsten perfekt. Also ich liebe diese einfache Schaltlogik. Wie war es bei dir? Ja, wir hatten es schon mehrfach erwähnt, ich komme aus dem Mountainbike-Bereich und da kenne ich diese Art der Übersetzung sehr gut und deswegen war das tatsächlich für mich überhaupt kein Problem. Ich fahre mittlerweile auch am Rennrad 1x12. Klar, man hat ein bisschen feinere Übersetzungsstufen noch, aber ich muss sagen, diese 1x12 reicht gerade für den Bereich, in dem ich gefahren bin, vollkommen aus oder reicht mir vollkommen aus. War für mich tatsächlich gar kein Thema. Also berghoch. Und du hast auch das Mallet-Setup, ne? Ich habe das Mallet-Setup, ganz genau. Das heißt, es ist halt einfach ein bisschen mehr MTB auch in diesem Rad vorhanden. Und deswegen war das für mich berghoch kein Problem. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, während die Federgabel, ich habe ja hier noch die RockShox Rudy vorne dran, die ist bergab tatsächlich eine echte Macht. Also die macht wirklich einen großen Unterschied, gerade wenn es halt wirklich ein bisschen holpriger wird im Vergleich zu einem Rad ohne Federgabel. Aber das merkt man natürlich bergauf insgesamt auf jeden Fall. Man kann die zwar locken, aber trotzdem ist es halt einfach ein Mehrgewicht, was da ist im Vergleich zur Carbongabel. Es ist in der Mountainbike-Ausstattung nicht ganz so ein Sprinter als in der leichten Competition-Ausstattung, die du wahrscheinlich hast. Ja, das war eigentlich unser Fahreindruck, sage ich mal. Und dann haben wir im Test ja auch immer dieses Kapitel in den Tests, die im gedruckten Teil von Rennrad News und MTB News erscheinen. Immer dieses Kapitel, was ist uns aufgefallen, wo wir so ein bisschen die Details von den Rädern nochmal besprechen.
was ist uns im Test aufgefallen? Ich fange mal an mit meinem Rad. Also negativ ist mir ein bisschen aufgefallen, dass an dem Flaschenhalter am Sitzrohr, wenn man da eine Flasche reintut und mit diesem Flaschenhalter kommt die Flasche auf den Rahmen auf und und bleibt nicht nur am Flaschenhalter. Also das war so ein kleiner Kritikpunkt. Das kann sein, dass das mit anderen Flaschenhaltern anders ist und die man zum Beispiel in der Höhe verstellen kann, weil die Längslöcher haben. Aber bei diesem Flaschenhalter ging das nicht und da ist das ein kleiner Kritikpunkt. Dann ist bei mir auch einmal ein bisschen Wasser in das Staufach gekommen. Das ist auch noch ein kleiner Kritikpunkt. Aber mir sind auch noch einige Sachen sehr positiv aufgefallen, nämlich unter anderem, dass das Rad hervorragend verarbeitet ist. Einmal ist das dieses Gewindetretlager, was es hat, und dann dieser hervorragende Kettenschutz. Das gibt es so an vielen Gravelbikes leider nicht. Da merkt man, dass die Marke aus dem Mountainbike-Bereich kommt. Und oft fehlt zum Beispiel unten diese Abdeckung an der Strebe, damit, falls man zum Chainsack kommt, das wirklich empfindliche Carbon nicht beschädigt wird. Und das ist hier ab Werk dabei. Ja, ist dir noch was aufgefallen? Ich kam mit ein paar Sachen nicht so zurecht, die sich aber in der Ausstattung natürlich anpassen lassen. Dafür ist Propane bekannt. Mir war persönlich der Vorbau ausnahmsweise ein bisschen zu kurz. Der Cellitalia-Lenker war nicht ganz mein Komfortbereich, aber das lässt sich auf jeden Fall alles anpassen im Konfigurator. Ist also kein wirklicher Nachteil. Was mir aufgefallen ist generell ist, Staufach finde ich beim Gravelbike genauso wie beim Rennrad mittlerweile ein super gutes Thema. Insgesamt ich habe ein komplettes Tool da reingekriegt. Ich verwende ein One-Up-Tool mit der Pumpe. Das heißt, Pumpe ist drin, das komplette Tool ist drin. Es würden sogar dann noch 2, 3 Müsli reinpassen oder noch was. Es ist wirklich wahnsinnig viel Stauraum. Gerade wenn man es mit Staufächern im Rennradbereich vergleicht, hat man wirklich einen riesen Kofferraum. Man kann alles wirklich in den Rahmen reinpacken, was man sonst eventuell auf dem Rücken trägt oder als Hipbag trägt. Das finde ich einen riesen Vorteil. Ansonsten die ganzen Halterungen, die man halt fürs Bikepacking benutzt, beziehungsweise eine Oberrohrtasche, finde ich smart. Verarbeitung hast du schon gesagt, Jan, finde ich auch exzellent. Und ansonsten ist mir tatsächlich nichts Negatives aufgefallen. Ne? So, anhängen kann ich noch, es gab eine Frage aus dem Forum, wie verhält sich das Bike zu einem Canyon Grizzle? Canyon Grizzle haben wir auch schon getestet, verlinken wir euch unten. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen die aufrechtere Variante des Canyon Grizzle, so ein bisschen die trailigere Variante, denn die Geometrie ist tatsächlich sehr ähnlich. Die beiden Bikes ähneln sich bis auf wenige Millimeter in der Größe, die ich hier gefahren bin. Und ja, das macht einfach auf dem Trail mehr Spaß als ein Canyon Grizzle. Ist noch einfacher zu handhaben, weil es ein bisschen laufruhiger ist. Und ansonsten ähnlich leicht, sage ich mal, sogar noch einen Ticken leichter als ein Grizzle. Also ist sozusagen die Trail-Spaß-Variante eines Grizzle, wenn man das vielleicht so sagen kann, plus Staufach. Dafür ist ein Grizzle auch ein bisschen günstiger. Damit sind wir eigentlich schon beim Fazit. Ja. So, und hier kommt unser Fazit. Mit dem Propane Terrell CF hat die Firma aus dem Mountainbike-Bereich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Gravel-Erstlingswerk produziert. Das Rad ist, wir haben es jetzt in 2 Varianten getestet, wirklich ein absoluter Allrounder, können wir so bestätigen. Die Competition-Ausstattung kann mit leichten Modifikationen easy bei Gravel-Rennen gut mithalten oder sogar ganz vorne sein, je nachdem, ist auf jeden Fall ein richtig schnelles Rad. Es kann aber auch mit leicht anderer modifizierter Ausstattung oder in der Trail-Ausstattung, wenn man es so direkt kauft, mit Federgabel, mit Variostütze auf dem Trail extrem gut performt, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ist für mich auch eines der besten Gravelbikes gerade, was wirklich den Trail-Einsatz angeht. Wenn man halt wirklich von Schotter in den Trail-Bereich reingehen will, macht das Ganze wahnsinnig viel Spaß. Was hast du, Jan? Ja, würde ich so unterstreichen. Also es gibt ja inzwischen fast schon eine Gravel-Race-Kategorie und eine Bikepacking-Kategorie und dann gibt es noch diese ganzen Räder, Gravel-Bikes, die wirklich alles gut können wollen, und da gehört das Propane Terrell CF für mich zu den aktuell besten Rädern in dieser Allround-Kategorie, vielleicht so auf einer Stufe mit, ich habe es schon erwähnt, ein Canyon Grizzle, ein Giant Revolt, was das auch perfekt kann. Es hat alles, was man fürs Bikepacking braucht. Es lässt sich mit leichten Modifikationen gut für Race-Einsatz einsetzen. Es kann aber auch sehr gut Trail. Da würde ich sozusagen, ich würde so ein bisschen mehr Richtung Trail schieben, wie du ja auch, du hast ja schon gesagt, es fährt super auf dem Trail. Also Mountainbike-Gene, Firma. Ja. Von den Allroundern ist es der traillastige Allrounder, würde ich mal sagen. Und da stimmt auch der Preis. Es ist jetzt zwar ein bisschen
teurer als zum Beispiel ein Canyon oder ein Rose, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber dafür bekommt man eben die Möglichkeit, das im Baukasten individuell auszustatten, zum Beispiel eben keinen Lenker mit Rise zu nehmen oder eben gleich eine andere Übersetzung, und da habt ihr wirklich sehr viele Möglichkeiten und das rechtfertigt meiner Meinung nach auch diesen wirklich aber auch minimalen Aufpreis. Es gehört insgesamt noch wirklich zu den sehr günstigen Gravelbikes. Grundsätzlich da vielleicht noch zur Preis-Leistung nochmal dazu. Man kann tatsächlich mit manchen Aufpreisen oder manchen anderen Komponenten richtig viel Geld sparen. Beispielsweise ist ein Carbonlaufradsatz von Newman mit dabei, der für einen verhältnismäßig geringen Aufpreis mit dabei ist. Und nochmal weitaus günstiger, als wenn man den so kaufen würde. Und das lohnt sich teilweise sehr, da wirklich nochmal rumzuklicken. Ja, ich würde sagen, das war unser umfangreiches Doppel-Review vom Propane Terrill CF. Es hat uns viel Spaß gemacht, die Räder zu testen. Wenn ihr mehr Lust habt, noch mehr reinzulesen, wir haben natürlich auch einen großen Test auf Rennrad News und MTB News. Guckt einfach rein, klickt rein, Link findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten abonniert uns gerne. Macht's gut, bis dahin. Ciao.